Stell dir vor, ein gewöhnlicher Arbeitstag auf Malta wird plötzlich zu einer archäologischen Sensation. Im Jahr 1985 erhielt der maltesische Kinderarzt Anton Mifsud einen panischen Anruf von seinem Bauunternehmer. Auf Gozo, einer der Inseln Maltas, hatten Bauarbeiter beim Graben menschliche Knochen gefunden. Aber diese Knochen gehörten zu einem 3 Meter großen Skelett. Kein Mensch, der jemals gelebt hat, war so groß. Sofort wurden Erinnerungen an die alten Legenden der Insel wach. Malta, strategisch gelegen im Mittelmeer, hat eine reiche Geschichte, die von Phöniziern, Römern und Byzantinern geprägt ist. Doch abseits der bekannten historischen Fakten ranken sich um diese Inseln mysteriöse Geschichten. Eine davon ist die Legende der Nephilim, einer Rasse von Riesen, die angeblich die beeindruckenden megalithischen Tempel auf Malta und Gozo errichtet haben. Diese Tempel, wie das Gantija auf Gozo, bestehen aus massiven Kalksteinblöcken, die bis zu 20 Tonnen wiegen und ohne moderne Werkzeuge oder die Kenntnis des Rats gebaut wurden. Wie konnten prähistorische Menschen solche gigantischen Strukturen errichten? War es wirklich die übermenschliche Kraft von Riesen? Dann gibt es das Hypogäum von Halsaflieni, eine unterirdische Anlage, die in den frühen 1900er Jahren entdeckt wurde. Dort fanden Archäologen eine Vielzahl von Schädeln mit ungewöhnlich verlängerten Formen. Diese Entdeckungen nähren die Spekulationen, dass Malta einst Heimat einer uralten, riesenhaften Zivilisation war. Aber sind diese Geschichten nur Mythen oder steckt mehr dahinter? Könnte es sein, dass die Nephilim die Tempel erbaut haben? Was sagen moderne Wissenschaftler dazu? Und was geschah mit den Kindern, die bei einem Schulausflug ins Hypogäum verschwanden? Bleibt dran, denn wir werden all diese Fragen und mehr untersuchen, während wir die geheimnisvolle Vergangenheit Maltas erforschen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine unserer spannenden Enthüllungen zu verpassen. Lasst uns die Rätsel von Malta entschlüsseln. Im Jahr 1985 erhielt der maltesische Kinderarzt Anton Mifsud einen alarmierenden Anruf von einem Bauunternehmer. Auf der Insel Gozo, einer der maltesischen Inseln, hatten Bauarbeiter bei der Vorbereitung eines Geländes für eine neue Klinik menschliche Knochen entdeckt. Doch diese Knochen waren alles andere als gewöhnlich. Als Mifsud die Fundstelle untersuchte, stellte er fest, dass das Skelett, zu dem die Knochen gehörten, gigantische 3 Meter lang war. Diese Entdeckung schien die lokalen Legenden über Riesen, die einst Malta bewohnten, zu bestätigen. Die Nachricht verbreitete sich schnell und zog das Interesse von Archäologen und Historikern auf sich. Weitere Ausgrabungen wurden organisiert, um die Geheimnisse unter Maltas Erde zu lüften. Die Archäologen entdeckten nicht nur zusätzliche riesige Skelette, sondern auch eine Vielzahl von Artefakten, die auf eine fortgeschrittene prähistorische Kultur hinwiesen. Darunter befanden sich Werkzeuge, Schmuck und Überreste von Gebäuden, die alle Hinweise auf eine komplexe Gesellschaft lieferten. Besonders bemerkenswert waren die Funde in den megalithischen Tempeln wie dem Gantija auf Gozo. Diese Tempel, die aus massiven Kalksteinblöcken gebaut wurden, sind einige der ältesten freistehenden Strukturen der Welt. Einige dieser Blöcke wiegen bis zu 20 Tonnen. Und es bleibt ein Rätsel, wie prähistorische Menschen sie ohne moderne Werkzeuge oder die Kenntnis des Rats bewegen und positionieren konnten. Die Entdeckungen in und um diese Tempel lieferten wertvolle Einblicke in die religiösen und sozialen Praktiken der damaligen Zeit. Die Bedeutung dieser Entdeckungen für die Wissenschaft kann kaum überschätzt werden. Sie werfen ein neues Licht auf die Fähigkeiten und den Einfallsreichtum früher Kulturen und stellen viele bisherige Annahmen über die Entwicklung der menschlichen Zivilisation in Frage. Die Funde haben auch die Diskussion über die Existenz von Riesen und deren Einfluss auf antike Bauwerke neu entfacht. Durch moderne wissenschaftliche Methoden wie DNA-Analysen und Radiokarbondatierung hoffen Forscher, weitere Antworten auf diese faszinierenden Fragen zu finden und das Bild unserer Vergangenheit weiter zu vervollständigen. Die Nephilim sind Wesen, die in alten Texten als Nachkommen von Engeln und Menschen beschrieben werden. Der Ursprung ihres Mythos liegt hauptsächlich in der Bibel, genauer im Buch Genesis, wo sie als mächtige, die von jeher berühmte Männer waren, erwähnt werden. Doch die detailliertesten Beschreibungen finden sich im apokryphen Buch Henoch, das von gefallenen Engeln, den sogenannten Wächtern, erzählt, die sich mit menschlichen Frauen einließen und so die Nephilim hervorbrachten. Diese Hybriden sollen riesige Krieger mit übermenschlicher Stärke gewesen sein, deren Gräueltaten letztlich zur Sintflut führten, mit der Gott die Erde reinigen wollte. Eine besonders faszinierende Variante dieser Legende ist die Geschichte von Sansa, einem Riesen, der angeblich auf der maltesischen Insel Gozo gelebt haben soll.
Der Legende nach kam Sansa aus dem Himmel, nachdem ein feuriges Objekt auf die Insel niedergegangen war. Sie behauptete, ein Nephilim zu sein und nutzte ihre immense Kraft, um die Inselbewohner vor Angreifern zu schützen. Sansa half auch beim Bau der riesigen Kalksteintempel, die heute als Gantija bekannt sind. Diese Tempel bestehen aus massiven Blöcken, die so groß sind, dass sie nur von einem Wesen von Sansas Größe bewegt worden sein könnten. Die biblischen Berichte und die maltesischen Legenden weisen bemerkenswerte Parallelen auf. In der Bibel werden die Nephilim als riesige und mächtige Wesen beschrieben, genau wie Sansa in den maltesischen Geschichten. Das Buch Henoch bietet noch detailliertere Einblicke in das Leben und die Ursprünge der Nephilim, die als gewaltige Wesen dargestellt werden, deren Existenz die Menschen in Ehrfurcht und Schrecken versetzte. Auch andere Kulturen und Texte weltweit berichten von gigantischen Wesen, die große Bauwerke errichteten und außergewöhnliche Fähigkeiten besaßen. Diese Geschichten und Legenden sind mehr als nur mythologische Erzählungen. Sie sind kulturelle Erinnerungen, die vielleicht auf realen Begebenheiten basieren. Die Entdeckungen auf Malta, insbesondere die riesigen Skelette und megalithischen Strukturen, bieten faszinierende Hinweise darauf, dass es in der fernen Vergangenheit tatsächlich Wesen gab, die die Grenzen unseres Verständnisses sprengten. Die Gantija-Tempel auf der Insel Gozo sind einige der ältesten freistehenden Strukturen der Welt und ein bemerkenswertes Beispiel für die megalithische Architektur. Errichtet zwischen 3600 und 3200 v. Chr. bestehen diese Tempel aus massiven Kalksteinblöcken, die bis zu 20 Tonnen wiegen. Der Name Gantija stammt vom maltesischen Wort für Riesen und deutet darauf hin, dass die Einheimischen glaubten, diese riesigen Bauwerke könnten nur von gigantischen Wesen errichtet worden sein. Die Konstruktion der Gantija-Tempel ist ein archäologisches Rätsel. Ohne den Einsatz von Metallwerkzeugen oder die Kenntnis des Rats bewegten die Erbauer die riesigen Steine über erhebliche Distanzen und platzierten sie mit beeindruckender Präzision. Es wird vermutet, dass sie primitive Werkzeuge wie Hebel und Rollen verwendet haben könnten, um die Blöcke zu transportieren. Einige Theorien schlagen vor, dass die Bauarbeiter Rampen aus Erde und Holz gebaut haben könnten, um die Steine an ihren Platz zu heben. Dennoch bleibt die genaue Methode, wie diese prähistorischen Menschen die monumentalen Strukturen errichteten, ungeklärt. Die Gantija-Tempel bestehen aus zwei großen, miteinander verbundenen Strukturen, die jeweils eine komplexe Abfolge von Halbräumen und Altären enthalten. Die Tempel waren offenbar wichtige religiöse Stätten, an denen Rituale und Opfergaben stattfanden. Archäologen haben zahlreiche Artefakte gefunden, darunter Statuen, Tierknochen und Muschelschalen, die auf die religiöse und kulturelle Bedeutung der Tempel hinweisen. Wer diese Tempel tatsächlich erbaut hat, ist Gegenstand vieler Theorien. Eine verbreitete Ansicht ist, dass die Tempel von einer fortgeschrittenen neolithischen Kultur errichtet wurden, die über ausgeklügelte Baukenntnisse und soziale Organisation verfügte. Die Legende der Nephilim bietet eine alternative Erklärung, indem sie behauptet, dass riesige Wesen wie Sansa, die angeblich auf Malta lebten, beim Bau dieser imposanten Strukturen halfen. Diese Theorie wird durch die Entdeckung der riesigen Skelette auf Malta und die zahlreichen lokalen Legenden unterstützt. Unabhängig von der wahren Identität der Erbauer bleiben die Gantija-Tempel ein faszinierendes Zeugnis menschlicher Ingenieurskunst und kultureller Komplexität in der Frühzeit der Zivilisation. Sie fordern uns heraus, unser Verständnis der Fähigkeiten und Errungenschaften unserer Vorfahren zu überdenken und weiter zu erforschen. Das Hypogäum von Halsaflieni, eine der faszinierendsten archäologischen Stätten Maltas, wurde im Jahr 1902 zufällig von Bauarbeitern entdeckt, die ein Fundament für eine neue Wohnanlage legten. Diese unterirdische Struktur, die sich über 3 Ebenen erstreckt, ist ein einzigartiges Beispiel für prähistorische Architektur und bietet tiefe Einblicke in die Kultur und Religion der frühen maltesischen Zivilisation. Das Hypogäum, dessen Name vom griechischen Wort für unterirdisch abgeleitet ist, besteht aus einem komplexen Labyrinth aus Kammern, Hallen und Gängen, die sorgfältig aus dem lebenden Fels gehauen wurden. Die Struktur zeigt bemerkenswerte architektonische Merkmale, darunter präzise geschnittene Steintüren und Fenster sowie kunstvolle Wandmalereien mit roten Ockerpigmenten. Es wird angenommen, dass das Hypogäum ursprünglich als Heiligtum und später als Nekropole genutzt wurde, in der über 7000 Menschen bestattet wurden. Eines der mysteriösesten Funde im Hypogäum sind die länglichen Schädel, die in den unterirdischen Kammern entdeckt wurden. Diese Schädel zeichnen sich durch ihre ungewöhnliche Form aus, die auf natürliche Weise verlängert zu sein scheint und nicht durch künstliche Schädeldeformation entstanden ist,
wie sie in einigen Kulturen praktiziert wurde. Die fehlende sagittale Naht, die normalerweise die beiden Hälften des menschlichen Schädels verbindet, deutet darauf hin, dass diese Schädel von Wesen stammen könnten, die sich anatomisch von modernen Menschen unterscheiden. Die Theorien über die Nutzung des Hypogeums sind vielfältig und faszinierend. Einige Forscher glauben, dass es als unterirdischer Tempel diente, in dem religiöse Zeremonien und Rituale stattfanden. Die Akustik der großen zentralen Kammer, die als Orakelraum bekannt ist, verstärkt diese Vermutung, da bestimmte Geräusche und Gesänge dort außergewöhnliche Resonanz erzeugen. Andere Theorien schlagen vor, dass das Hypogeum eine Art Initiationsstätte oder sogar eine Zufluchtsstätte während Zeiten von Katastrophen war. Die Entdeckung des Hypogeums und seiner rätselhaften Schädel hat zu zahlreichen Spekulationen über die prähistorischen Bewohner Maltas geführt. Waren sie Nachkommen der Nephilim, wie einige Legenden behaupten? Oder handelt es sich um eine bisher unbekannte Menschenart? Diese Fragen bleiben bis heute unbeantwortet, aber das Hypogeum von Halsaflieni bleibt ein bemerkenswertes Zeugnis für das technische Können und die spirituellen Überzeugungen einer längst vergangenen Ära. Die modernen wissenschaftlichen Untersuchungen der Entdeckungen auf Malta haben wertvolle Einblicke in die prähistorische Bevölkerung der Inseln und deren Lebensweise geliefert. DNA-Analysen und anthropologische Studien der in den megalithischen Tempeln und dem Hypogeum von Halsaflieni gefundenen Überreste haben dazu beigetragen, die Herkunft und die genetische Zusammensetzung dieser frühen Menschen zu entschlüsseln. Eine Studie der Universität Cambridge hat gezeigt, dass die prähistorischen Malteser genetische Ähnlichkeiten mit anderen neolithischen Populationen des Mittelmeerraums aufweisen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Malta ein wichtiger Knotenpunkt für den Austausch von Menschen und Kulturen war. Die Analyse der länglichen Schädel aus dem Hypogeum hat jedoch Fragen aufgeworfen. Trotz der genetischen Ähnlichkeiten weisen die Schädel anatomische Unterschiede auf, die nicht vollständig erklärt werden können. Diese ungewöhnlichen Schädel haben zu intensiven Debatten unter Anthropologen und Archäologen geführt. Wissenschaftler diskutieren eifrig über die möglichen Ursachen für die verlängerten Schädel. Einige argumentieren, dass es sich um eine genetische Anomalie handelt, die in einer isolierten Population auftreten kann. Andere vermuten, dass die Schädel von einer unbekannten menschlichen Unterart stammen könnten. Kritiker dieser Theorien betonen jedoch, dass ohne weitere Beweise keine definitive Schlussfolgerung gezogen werden kann. Eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie konnte bisher keine endgültigen Ergebnisse liefern, weist aber darauf hin, dass weitere Untersuchungen notwendig sind. Ein weiterer Diskussionspunkt unter Wissenschaftlern ist die Bauweise der megalithischen Tempel. Die präzise Bearbeitung der riesigen Kalksteinblöcke ohne moderne Werkzeuge bleibt ein Rätsel. Einige Forscher glauben, dass die Tempel durch den Einsatz einfacher Hebel- und Rollentechniken errichtet wurden, während andere vermuten, dass fortgeschrittene, aber verlorene Technologien zum Einsatz kamen. Eine weniger akzeptierte, aber faszinierende Hypothese ist, dass eine prähistorische Elite oder eine externe Kultur, möglicherweise die Nephilim der Legenden, die Tempel erbaut hat. Zusätzlich zu den technischen Fragen gibt es auch kulturelle und spirituelle Hypothesen über die Nutzung der Tempel und des Hypogeums. Einige Forscher vermuten, dass diese Stätten nicht nur als religiöse Zentren dienten, sondern auch als astronomische Observatorien oder Kalender genutzt wurden, was durch die präzise Ausrichtung der Tempel belegt wird. Die Entdeckung von Artefakten und Kunstwerken, die komplexe rituelle Szenen darstellen, unterstützt die These, dass diese Orte tiefe spirituelle Bedeutung für die Menschen der Zeit hatten. Moderne wissenschaftliche Untersuchungen haben das Verständnis der Geschichte Maltas erheblich erweitert, aber viele Fragen bleiben offen. Weitere Forschungen und Entdeckungen werden notwendig sein, um die Rätsel dieser antiken Zivilisation vollständig zu entschlüsseln. Ein besonders mysteriöses und unheimliches Ereignis auf Malta ist der Vorfall mit den verschwundenen Schulkindern im Jahr 1940. Eine Gruppe von 30 Schulkindern und ihr Lehrer unternahmen einen Ausflug in das Hypogeum von Halsaflieni, eine beeindruckende unterirdische Anlage, die für ihre labyrinthartigen Gänge und Kammern bekannt ist. Doch die Gruppe kehrte nie zurück. Trotz intensiver Suchaktionen konnte kein Hinweis auf ihren Verbleib gefunden werden. Wochenlang berichteten besorgte Eltern und Anwohner von seltsamen Geräuschen, Schreien und Weinen, die aus dem Untergrund zu kommen schienen. Schließlich wurde die Suche eingestellt und die Kinder für tot erklärt. Dieser Vorfall hat zahlreiche Theorien und Legenden inspiriert. Manche glauben, dass die Kinder in eine noch unentdeckte Kammer des Hypogeums gefallen sein könnten.
Andere vermuten, dass sie einem unterirdischen Einsturz oder einer Flutwelle zum Opfer gefallen sind. Doch es gibt auch Berichte von Augenzeugen, die behaupten, die Kinder seien von mysteriösen Kreaturen entführt worden, die tief im Hypogäum hausen. Diese Geschichten haben die lokale Folklore befeuert und tragen zur mysteriösen Aura des Hypogäums. Weitere seltsame Ereignisse wurden im Laufe der Jahre berichtet. Besucher und Forscher des Hypogäums berichteten von unerklärlichen Phänomenen wie plötzlichen Temperaturabfällen, seltsamen Lichtphänomenen und dem Gefühl, beobachtet zu werden. Einige behaupten sogar, riesige Schattenfiguren gesehen zu haben, die durch die dunklen Gänge huschen. Diese Berichte haben die Theorie bestärkt, dass das Hypogäum nicht nur ein religiöser oder ritueller Ort war, sondern vielleicht auch eine Verbindung zu einer anderen, mysteriösen Dimension besitzt. Die Verbindung zwischen den Legenden der Nephilim, den archäologischen Funden und den modernen Mysterien ist faszinierend. Die Legende besagt, dass die Nephilim, riesige Nachkommen von Engeln und Menschen, auf Malta lebten und starben. Die riesigen Skelette, die gefunden wurden, und die megalithischen Strukturen, die ihnen zugeschrieben werden, könnten ein Beweis für ihre Existenz sein. Die verschwundenen Kinder und die Berichte über seltsame Ereignisse könnten darauf hindeuten, dass Überreste dieser mächtigen Wesen noch immer auf Malta zu finden sind, tief unter der Erde, bewacht von Kräften, die wir noch nicht vollständig verstehen. Diese Geschichten und Mysterien machen Malta zu einem Ort von immensem historischen und kulturellen Interesse, der Archäologen und Mythologen gleichermaßen fasziniert. Ob die Legenden wahr sind oder nicht, bleibt weiterhin ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Insel Malta eine reiche Geschichte und zahlreiche Geheimnisse birgt, die bis heute nicht vollständig gelöst sind. Von den gigantischen Skeletten, die auf eine uralte Rasse von Riesen hinweisen könnten, über die beeindruckenden megalithischen Tempel, die ohne moderne Technologie errichtet wurden, bis hin zu den mysteriösen Ereignissen im Hypogäum von Halsaflieni Malta ist ein Ort voller ungelöster Rätsel und faszinierender Geschichten. Die modernen wissenschaftlichen Untersuchungen haben viele interessante Fakten ans Licht gebracht, doch sie werfen auch neue Fragen auf. Die DNA-Analysen und anthropologischen Studien der Funde liefern wertvolle Einblicke in die Vergangenheit, doch sie bestätigen auch, dass noch vieles unbekannt ist. Die Debatten und Diskussionen unter Wissenschaftlern zeigen, dass es unterschiedliche Theorien und Ansätze gibt, um diese Rätsel zu erklären. Einige glauben an die historischen Berichte von Nephilim, während andere nach natürlichen Erklärungen suchen. Die Legenden von verschwundenen Kindern und die Berichte über seltsame Ereignisse im Hypogäum fügen eine zusätzliche Ebene von Mysterium hinzu. Diese Geschichten erinnern uns daran, dass es noch immer viele unerforschte Bereiche und unerzählte Geschichten gibt, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ob die Antworten in der Wissenschaft, den Legenden oder einer Kombination aus beidem liegen, bleibt offen. Was denkst du? Glaubst du an die Legenden der Nephilim und die Geschichten von riesigen Wesen, die einst auf Malta lebten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren und lass uns gemeinsam diese faszinierenden Mysterien weiter erforschen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer spannenden Enthüllungen zu verpassen. Bis zum nächsten Mal beim Mythenforscher.